Real Talk vom Auswandern, vom Leben in der Türkei, wie es ist. Das Leben ist auch hier nicht immer einfach. So wie heiß die Sonne ist, so rot wie ich jetzt gerade aussehe, erschöpft vom Laufen, aber auch manchmal innerlich. Denn der Prozess vom Auswandern ist nicht immer einfach. Und ich möchte auf ein paar Impressionen, auf ein paar Reaktionen und Kommentare drauf eingehen. Denn viele denken einfach, ja, mit dem Auswandern ist es dann getan und man hat sich dann für immer entschieden. Das Leben ist natürlich eine Entscheidung. Und wir haben uns auch entschieden. Wir haben uns damals entschieden, Deutschland zu verlassen, auszuwandern. Aber glaubst du wirklich, dass ich nicht einmal oder zweimal den Gedanken hatte, haben wir alles richtig gemacht? Haben wir die richtigen Schritte gewählt? Vor allen Dingen haben wir die cleveren Investitionen gewählt? Nein, man weiß es einfach nicht in diesem Moment, ob es richtig ist, ob es auch vor allen Dingen für die Familie, für die Kinder richtig ist. Was meinst du, was wir alles innerhalb damals kurzer Zeit gemacht haben, Überstunden sozusagen, dass wir Deutschland verlassen können, raus aus Deutschland. Im Nachhinein hätte man sich natürlich auch viel mehr Zeit lassen können. Und diejenigen, die uns länger folgen, schon seit Jahren, die haben das mitbekommen. Und das ist natürlich wirklich krass. Und da möchte ich dir auf jeden Fall, wenn du dazugehörst, danken. Und bin froh und stolz, dir Impressionen zu zeigen. Denn dieser Kanal soll und ist und bleibt transparent. Natürlich, wenn ich vor ein paar Monaten irgendwas gesagt habe, was ich aus meiner Überzeugung gesagt habe, was zu diesem Zeitpunkt stimmig war, kann es sein, Leute, ja, es kann sein, dass man sich im Leben auch umentscheidet, beziehungsweise auch vielleicht gewisse Wege einleitet, Schritte geht, die nicht immer im Nachhinein gute Schritte waren oder die richtigen Schritte. Es geht aber im Leben auch einfach um Erfahrungen. Und deswegen möchte ich mit diesem Kanal möglichst viel Transparenz zeigen. Nicht nur, wie einige es auch erkannt haben, die schönen Seiten von Auswandern, sondern auch die schlechten Seiten, beziehungsweise auch Gedanken von einem Auswanderer. Weil ich bin ausgewandert mit meiner Familie und sogar Schwiegermama und Schwager und Familie mit Hund. Also wirklich, wir haben Erfahrung und ich möchte einfach nur Erfahrung wiedergeben. Ich möchte keine Angst und Schrecken verbreiten. Auswandern ist eine gute Sache, wenn alles auch passt. Wenn du Kinder hast, sind deine Ausgaben, verdammte Axt, hier einfach egal wo. Ob du nach Dubai gehst, ob du in die Türkei gehst, selbst in Paraguay, als wir waren, du zahlst für deine Kinder für die Privatschule. Oder du zahlst für Online-Schule. Letztendlich, wenn du Deutschland verlässt, ich gehe davon aus, dass 99% der Community, wenn sie Kinder haben, sie in eine öffentliche Schule in Deutschland bringen. Was völlig normal ist, weil das bei uns auch normal war. Aber wenn du ins Ausland gehst, jetzt in dem Fall in die Türkei, egal, auch Italien oder sonst wo, habe ich einen Kommentar letztens gehabt, ja, Privatschule, Leute. Privatschule, weil die öffentlichen Schulen im Vergleich, gerade in der Türkei, nicht das ist, auch wenn PISA-Studie Deutschland abgekackt hat, nicht das ist, was in Deutschland ist. Und dementsprechend versucht man natürlich auch, die Kinder eine mehr oder weniger bestmögliche Ausbildung in der Schule anzubieten. Und das kostet. Leute, das kostet. Privatschulen in der Türkei, ich kann es jetzt sagen, es ist brutal. Es kostet einfach viel. Und wenn du auf deine Groschen schauen musst, dann ist das auf lange Sicht nichts, weil es bringt auch nichts, immer und immer wieder neu zu investieren, irgendwelche Gelder frei zu machen, damit man die Schule bezahlt und der Traum vom Auswandern dann auch platzt. Glaub mir, auch solche Erfahrungen haben wir schon durch. Das ist einfach so. Und dementsprechend muss man einfach gucken. Und nur weil ich vor ein paar Jahren in dem Fall schon gesagt habe, ey geil, Türkei auswandern, beste Entscheidung, heißt das nicht, dass es im Nachhinein auch die beste Entscheidung ist oder war. Für uns war es die beste Entscheidung, zu dem Zeitpunkt Deutschland zu verlassen. Aufgrund von Gesundheitskrisenmaßnahmen. Jeder hat es mitbekommen, wie verrückt die Leute gespielt haben. Unsere Kinder haben nicht einmal in ihrem Leben Maske getragen. Und das war so und das wird auch so sein, solange sie zumindest in unserer Obhut sind. Weil wir alles Mögliche tun, um diesen Schwachsinn zu umgehen. Oder diese ganzen Peaks-Geschichten oder diese ganzen Tests-Geschichten. Wisst ihr noch? Habt ihr das vergessen? Das ist krass. Schaut die letzten Videos an. Meinungsfreiheit in Deutschland. Das ist aber ganz schnell weg. Ich kenne Leute auf anderen Plattformen, mit denen ich damals sehr eng in Kontakt war, die mittlerweile teilweise zumindest auch schon ausgewandert sind, raus aus Deutschland,
weil sie Hausdurchsuchungen hatten. Wirklich. Die haben über IG irgendwelche Sachen gepostet, irgendwelche Lives, und das soll man nicht hören und das soll die Bevölkerung nicht wissen. Ja, und dann kommt die Hausdurchsuchung. Das ist krass. Dann werden Laptops, Handys mitgenommen, beschlagnahmt und mitgenommen, durchsucht. Und dann heißt es ja Rechtsradikalismus. Was für ein Blödsinn. Deutschland ist kein Zuckerschlecken, aber Auswandern auch nicht. Und deswegen diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, auszuwandern, mit Kindern, wenn du Rentner bist, wenn du alleine lebst, Single bist, du hast dein Einkommen online oder du bist eben Rentner mit deiner Rentnerfrau, Rentnermann, ey, es ist voll in Ordnung. Mach dir ein schönes Leben, genieß die Zeit, lass dich nicht abzocken. Das ist natürlich immer, ganz wichtiger Hinweis auch hier, ein ganz wichtiger Hinweis, das ist immer ein Beigeschmack hier, auch gerade in südlichen Regionen. In Deutschland ist das nicht so offiziell. Offiziell ist es vielleicht vom Staat, der zieht dich auf jeden Fall ab. Das ist ja Fakt. Ja? Das ist ja auch ein Grund, warum man dann eventuell das Land verlässt. Ja? Aber hier hat man natürlich auch einen Beigeschmack dieses, ich gehe zur Autowäsche oder ich gehe zum Friseur. Ich weiß nicht, wie der Preis ist. Letztes Mal habe ich 300 gesagt, aber gezahlt. Der kann aber sagen 350 oder 450. Und ich kann es ja nicht nachprüfen. Ich kann entweder entscheiden, ja, ich gehe, oder es ist mir wert, ich zahle das jetzt. Ja? Und dementsprechend, das ist natürlich immer ein Beigeschmack. Das sind alles aber Erfahrungen. Ja? Und es gibt ja wirklich Leute, die glauben, sie kommen hier, leben in der Türkei 20 Jahre und schreiben wirklich rein. Also ich wurde noch nie abgezogen. Ich wurde noch nie abgezockt. Also wer das glaubt, dann lebt man wirklich in einer Traumwelt. Und ich sag's dir, es ist schön, in einer Traumwelt zu leben. Wie schön wäre es denn, nichts zu machen, genug Geld zu haben, sein Leben da zu gestalten, wie man möchte. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass das System nicht so ist. Dass ich persönlich, für mich kann ich reden, Gas geben kann. Wenn ich mehr Geld haben will, muss ich ein bisschen mehr Gas geben, muss ich ein bisschen mehr Leidenschaft bringen, muss ich einfach vielleicht auch ein bisschen mutig sein, riskieren, etwas zu investieren. Und in dem Fall mit dem Auswandern ist das genauso. Es ist eine Investition. Nicht nur finanziell, sondern auch von der Lebenszeit. Aber man kriegt halt immens was zurück. Und das kann man nicht kaufen. Das kann man nicht kaufen. Das ist die Erfahrung. Und das ist doch das auch, um was es geht im Leben. Weil letztendlich, egal wie viel Geld du hast, egal wie viel Steuern du bezahlt hast, in Deutschland oder sonst wo auf der Welt, du wirst nackt gehen. Du gehst einfach. Sogar ohne Körper gehst du. Also dementsprechend ganz, ganz krass. Dementsprechend, dieser Kanal ist vielseitig. Dieser Kanal hat einen hohen horizontalen Blickwinkel. Wir beleuchten alles, nicht nur das Thema Auswandern. Das wäre ja für viele zu langweilig. Ihr könnt die letzten Videos abchecken. Es geht auch um Kommentare, auf die ich eingehe, die teilweise auch politischer Natur sind, die vielleicht auch manchmal geschichtlicher Natur sind, damit man die Zusammenhänge der Zukunft besser verstehen kann. Das ist doch auch geil, oder? Weil nur wenn du die Vergangenheit verstehst, so wie jetzt in dem Fall, wir haben damals diese Schritte gemacht, wir können daraus lernen, nicht nochmal dieselben Fehler zu machen. Deswegen sagt man ja, der Mensch lernt ja nichts aus der Geschichte. Ja, wenn du nichts lernen willst, dann ist das so. Aber dementsprechend ist dieser Kanal da, um auch hier mal Ding, 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 mal eine Kopfnuss zu geben, mal einen wach zu rütteln und zu erfahren, wie das Auswandern, wie das Leben im Ausland ist. In dem Fall jetzt hier speziell die Türkei. Aber ich kann jetzt sagen, nur weil wir damals in die Türkei gekommen sind, das ist doch keine Entscheidung fürs Leben, Leute. Wer glaubt denn das? Wer glaubt denn, dass, als ob ich jetzt hier immer in der Türkei bleibe? Wozu sollte ich das machen? Ich bin noch nicht mal 40 Jahre alt. Mein ganzes Leben steht noch vor meiner Tür, vor meinen Füßen sozusagen, und warte mal ab, bis die Kinder noch größer sind. Und wenn die eigenständig sind, ja, aber Rambazamba, da geht's richtig los. Solange es zumindest geht. Einmal natürlich finanziell ganz klar und aber auch natürlich Reisebeschränkungsmöglichkeiten, die es in Zukunft eventuell geben könnte, wenn du nicht gewisse Nachweise hast. Kann ja alles vorkommen. Ja, alle Leute stehen auf Filme, alle Leute wollen irgendwelche Sci-Fi und futuristisch und geil und hin und her. Ja, einen Film anschauen ist schön. Der ist auch irgendwann zu Ende. Aber wenn das zur Realität wird, wird's hart. Und für viele auch hässlich. Und dementsprechend mit meinem Kanal gerne, du kannst jetzt einen Daumen nach oben spätestens da lassen, wenn du es noch nicht gemacht hast.
Real Talk vom Auswandern, vom Leben in der Türkei, wie es ist. Das Leben ist auch hier nicht immer einfach. Man muss was tun und vor allen Dingen, gerade wenn du nicht Rentner bist. Ich habe ja nicht so, oh, ich habe jeden Monat meine 2000 Euro fest oder 1000 Euro fest Rente. Nein, habe ich nicht. Ich bin ja nicht im rentenfähigen Alter. Ja? Da sind die Rentner vielleicht im Vorteil. Man muss was dafür tun. Und man ist auch nicht mit dem goldenen Löffel geboren. Ja, viele schon, andere aber nicht. Ja, und dementsprechend muss man was tun. Und immer die Leute, die sagen, ja, aber auswandern in die Türkei, oh, jetzt kommt er wieder zurück. Ah, so ein Loser oder so ein Versager. Was meinst du, wie viele Leute ich kennenlerne? Auch jetzt aktuell. Wir haben heute, glaube ich, heute ist der 24. Juli. Ich habe heute erst eine Nachricht wieder bekommen. Die Entscheidung von jemandem, der vor über 1,5 Jahren in die Türkei gekommen ist, der mir noch vor 3 Monaten gesagt hat, wie geil das hier ist. Und heute kommt der Anruf, boom, in 3 Wochen sind wir weg, weil demnächst in Norddeutschland die Schule wieder anfängt. Ja, Leute, und deswegen wundert euch nicht, wenn man auch mal seine Meinung ändert, beziehungsweise auch sich weiterentwickelt. Weil ich kann für mich sagen, ich habe mich die letzten Jahre extrem weiterentwickelt, Lebenserfahrung gesammelt ohne Ende. Mir macht keiner mehr so schnell was vor und dementsprechend weiß ich, wie der Hase läuft. Und deswegen freue ich mich, wenn ich auch hier ein bisschen mehr Einblicke zeigen kann. Und wie gesagt, nicht nur Auswandern, nicht nur Politik, aktuelles Weltgeschehen. Es geht auch, Leute, um die Gesundheit. Wie viele Leute sind gesund aus der Community? Es gibt so viele Menschen, auch auf anderen Plattformen, wo ich aktiv bin. Da kannst du mir folgen, einfach in der Videobeschreibung abchecken, draufklicken. Die sind krank. Die sind krank, die haben Geld, können aber nicht auswandern, weil hier oder dort nicht diese Medikamente gibt oder diese medizinische Behandlung, Therapien, sonstiges. Ja, dann ist das ein Problem. Dann ist das nicht cool. Und dementsprechend muss man einfach zusehen, dass man was macht. Man muss Gas geben. Und ich bin froh und dankbar, dass wir die Erfahrung gemacht haben. Und wenn du irgendwelche Anregungen hast, wenn du irgendwas sehen willst aus der Türkei, schreib mich an, beziehungsweise lass es mich wissen in den Kommentaren, in der Kommentarfunktion. Schreib das da rein und ich freue mich, wenn ich darauf eingehen kann. Und vielleicht ist es ja sogar Input, ein Video speziell darüber zu machen. Wie geil ist das denn? Das ist doch Hammer. Ich versuche jeden Tag mindestens ein Video zu bringen für dich. Oft sogar sind es 2 und das ist kostenlos. Diese Erfahrung und davon kannst du profitieren und deswegen kannst du jederzeit immer den Daumen nach oben da lassen, den Kanal teilen, kostenlos abonnieren. Wir sind jetzt bei über 4230 Abonnenten, mega krass. Letzte Woche waren es fast 1000 Abonnenten, also mega neu dazugekommen. Vielen Dank an jeden Einzelnen. Und deswegen, wenn du neu und jetzt hier neu dazugekommen bist, schau dir einfach das nächste Video direkt an, wenn du Zeit und Lust hast. Auch in Bezug auf die Türkei, auf Aufenthaltsbestimmungen und mehr. Weil man muss flexibel sein, Leute. Es ist einfach Fakt. In der heutigen Zeit, man muss flexibel sein. Und auch gesund. Und deswegen war ich auch gerade laufen. Und weißt du was? Morgen geht's weiter. Man muss jeden Tag wirklich, ich muss mich da an die eigene Nase fassen, jeden Tag was machen. Weil rumheulen ist das Leichteste. Rumsitzen ist das Leichteste. Tut nicht weh, macht nichts. Ja. Aber irgendwann, jeder zahlt die Quittung. Und dementsprechend du entscheidest.